My name is Mai Ling, and welcome to Mai Ling Kocht cross-border specialities for ultimate survival. Hi, so today I would like to show you our Mai Ling specialty 8 treasures, or in German, 8 Schätze. This dish is made out of 8 ingredients, and it is very popular. However, the same dish does not exist in China. You can find the original recipe in almost every all-you-can-eat restaurant in Germany and Austria. So let's start with our first ingredient. Die ersten Zutaten für unseren Abschätze sind Hühnerfüße. Hühnerfüße sind ein Teil des Huhns, nach einer äußeren Schicht aus Dünnerrohr entfernt wird, der größte Teil des essbaren Gewebe, aus Haut und Sehne, aber ohne Muskeln. Gekocht werden Hühnerfüße nicht nur in China, sondern auch in Brasilien, Kambodscha, Indonesien, Italien, Jamaika, Korea, Laos, Malaysia, Mexiko, Moldawien, Peru, Philippinen, Rumänien, Russland, Südafrika, Thailand, Trinidad, Ukraine, Bolivien und Vietnam. Trotz allem sind die Chinesen die größten Verbraucher an Hühnerfüße. Im Jahr 2000 Hongkong eines der größten Umschlaghafen für den Versand Hühnerfüße aus über 30 Ländern. Gehandelt insgesamt 420 Tonnen Hühnerfüße auf den Wert von 230 Millionen US-Dollar. 2 Jahre nach dem Beitritt WTO im Jahr 2001 genehmigt China den direkten Import von amerikanischen Hühnerfüßen. Und seitdem ist China das Hauptziel der Hühnerfüße aus der ganzen Welt. Aber jedes Mal, wenn ich in Wien in meinem Dim-Sum-Restaurant eine Portion gedämpfte Hühnerfüße bestelle, muss ich natürlich an den deutschen Krimiserie Tatort denken. Und zwar an meine Folge aus Jahr 2011 über der böse chinesische Mafia in Wien. Die 3 Container sollten heute von Wien aus verschifft werden. Ja? Bei dem ist die Kühlung ausgefallen. Ja, da hat es die 3 Leichen herausgespült. Asiaten würde ich sagen. Okay, und woher genau? Das musst du einen forensischen Anthropologen fragen. Oh, danke, Herr Dr. Braun. So, was haben wir? Mehrere Tonnen Hühnerfüße, tiefgefroren, und 3 nackte männliche Leichen, auch tiefgefroren. Keine Hinweise auf ihre Identität. Guten Morgen übrigens. Morgen. Und was sagst du? Um das festzustellen, müsste ich sie auspacken. Ah, und dazu hast du jetzt keine Lust, oder? Doch, Bibi, schon. Aber das Plastik ist noch an dem Körper festgefroren. Ich muss warten, bis sie vollständig aufgetaut sind. Dem Frachtbericht zufolge sind die 3 Container von einer Firma Müller angemietet worden. Müller-Geflügel. Der Inhaber ist ein gewisser Klaus Müller. Ja, habt ihr in die Container reingeschaut? Ja? Und was ist drin? Engelhaxen. Also Hühnerfüße. Es ist ja interessant, dass die 3 Container, die mit Hühnerfüßen und Asiaten gefüllt sind, von der Firma Müller-Geflügel angemietet sind. Chinakohl, auf Chinesisch Bai Cai oder Da Bai Cai, heißt auch Pekingkohl, Japankohl und Selleriekohl. Chinakohl bildet einen festen, ovalen bis schmal zylindrischen Kopf mit einem Gewicht von ca. 1 bis 3 Kilogramm. Seine Blätter sind meist gelbgrün und haben breite, weiße, leicht gekreuzte Blattrippen. Chinakohl, auf Chinesisch Bai Cai oder Da Bai Cai, heißt auch Pekingkohl, Japankohl und Selleriekohl. Gibt es keinen Korea-Kohl? Wir essen so viel Kimchi mit Chinakohl. Our next ingredient is spam. After the Korean War, there was a shortage of food, which led to hunger. The US Army created their base in Korea, and they had a surplus of food from other army bases.
Most meals are made from meat products like ham, sausage, and spam. So Koreans created a new stew with this food. It is called budae. Budae means troop and jjigae is stew. So budae means army stew. Budae is popular in Korea and spam too. We present spam to each other as holiday gifts. Spam is a kind of Frühstücksfleisch in German. When I cook budae in Austria, I added Frühstücksfleisch instead of spam. Spam symbolizes poverty and stockpile food for emergency in Western society. But for me, it is food that appeased Koreans' hunger after the Korean War. So actually spam was the survival food after Korean War. Und wenn wir über Survival Food reden, gehört natürlich die Instant Noodle dazu. Ein vorgekochter, getrockneter Nudelblock aus dem Backung mit Aromapulver und köstlicher Gewürzöl. Instant Noodle wurden von taiwanesischen japanischen Erfinder Momofuku Ando erfunden. Sie wurden zum ersten Mal im Jahr 1958 in Japan auf den Markt gebracht. Laut einer japanischen Umfrage im 2000, die Japaner glauben, dass ihre beste Erfindung im 20. Jahrhundert war Instant Noodle. Ab 2010 werden jedes Jahr rund 96 Milliarden Portionen von Instant Noodle weltweit gegessen. Und vor allem in China, Indonesien, Japan, Vietnam, aber auch in den USA. Pro Kopf verbrauchen aber die Südkoreaner die größte Menge von Instant Noodle. Und zwar 69 Packungen pro Kopf und Jahr. Es ist total nachvollziehbar, dass die Instant Noodle Popularität auf der ganzen Welt gewann. Und besonders wäre jetzt die Zeit, als die Coronavirus in Europa verbreitet. Das braucht man unbedingt. Also ein schönes Beispiel ist dieses Bild aus dem Internet. Der Herr aus Innsbruck mit dem stylischen Gasmasken ist gerade bei seinem Hamsterkauf im Hofer. Und wenn man genauer hinsehe, auf der Kassenbahn ist hotgedeckt mit Instant Noodle. Daher, für unseren Abschätze haben wir heute genau dieses Hofer Instant Noodle besorgt. Ohne Glutamate wäre Instant Noodles sehr langweilig. Our fifth ingredient is glutamate. It is called monosodium glutamate, MSG. A Japanese biochemist, Ikeda Kikunai, prepared a soup that didn't taste salty, sour, sweet, or bitter. He tried to isolate the savory flavor of seaweed called kombu, which is the base taste for Japanese soup, and he gave the name of the taste glutamate as umami, which means yummy or delicious in Japanese. Glutamate is famous for outdated term Chinese restaurant syndrome, which is a group of symptoms including headache, sweating, and dizziness after eating at a Chinese restaurant. Since then, people have the prejudice that Chinese food is not healthy because glutamate is overused. But most restaurants use glutamate, even Austrian, American, French, Italian, and Spanish. Unsere nächste Zutaten ist Fake Kimchi. Kimchi ist eine traditionelle fermentierte Gemüse wie Sauerkraut. Es ist eine Beilage, sogar auch eine wichtige Zutat fürs Kochen. Das Geschmack ist scharf, sauer und salzig.
Viele Koreaner in Deutschland und Österreich vermissen Kimchi. Darum kaufen sie am Asiamarkt Kimchi oder sie machen selber Kimchi oder sie machen Fake Kimchi. Ich habe diese Methode von einer koreanischen Kollegin ich habe diese Methode Fake Kimchi braten gelernt. Für das Fake Kimchi brauchst du unbedingt Sauerkraut und Chinakohl, Fischsoße, Chilipulver und Knoblauch und Zwiebeln. Diese Zutaten könnt ihr auch schon zusammenmischen und braten oder eine Suppe machen. Es schmeckt wie Kimchi. Und die Sprossen, diese Mungobohnen-Sprossen, die Sprossen kriegt man eigentlich schon am Asiamarkt sehr günstig. Ich habe auch schon 80 Cent habe ich schon ausgegeben für heute. Und ja, wenn man am Ende des Kochen die Sprossen verwendet, dann sieht das Essen sehr asiatisch aus. Our last ingredient is sweet and sour sauce from Uncle Ben's. Uncle was a common name used in the US to refer to black male slaves or servants. However, Frank Brown was the real name of the African American dressed in a bow tie on this brand. He was a rice grower known for the quality of his rice. However, the entrepreneur Gordon L. Harvey chose the name Uncle Ben's as a way to expand his marketing efforts in 1946, a black face of a white company. As the civil rights movement progressed, the company received pressure and criticism for using what seemed like a black servant for their own marketing sales. The company tried to make up for it by rolling out a new marketing campaign and promoting the mascot of Ben as the chairman of the board in 2007. Today, Uncle Ben's products range from a whole variety of parboiled rice and sauces. From Uncle Ben's Chinese Express to Mexican Fiesta, egg fried rice, and Sichuan chili sauce, this extensive range of varieties usually never end up in our pantries. So, with our 8 ingredients, chicken feet, kinako, spam, 2-minute noodles, glutamate, fake kimchi, sprouts, and Uncle Ben's sweet and sour sauce, you can make the perfect 8 treasures to feed an entire family. We have in store for you today, starting at 9 p.m. or a bit later, a Chinese banquet serving 8 treasures, rice, and fortune cookies, all prepared in collaboration with the chef Wang Yaxiong from Shu Restaurant in Oppengasse. We are also collecting recipes from the audience, so please pick one of these sheets and share your recipes with us. We hope you enjoy your meal. Stay tuned for more recipes with Mai Ling Kocht, cross-border specialities for ultimate survival.